Einen Tag vor der österreichischen Uraufführung des Films Mary's stattete der Regisseur Juan Manuel Cotelo der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz einen Besuch ab. Sein Vortrag fand statt im Rahmen eines Medienseminars, das vom Studio 1133 im Stift Heiligenkreuz veranstaltet wurde. I can share with you the experience of talking about God through the media, through the audiovisual media. Ich kann mit euch die Erfahrung teilen, die ich gemacht habe, indem ich in den visuellen Medien über Gott erzähle und über Gott berichte. It was the most stupid idea that crossed my mind 10 years ago. Es war die allerdümmste Idee, die mir jemals durch den Kopf geschossen ist, vor 10 Jahren. And I took it as a stupid idea, so I let it go. Und ich habe gedacht, das ist eine dumme Idee, also habe ich diese Idee einfach verscheucht. There was no need to explain why it was such a stupid idea, because it was evident. Und ich fand es nicht einmal nötig, mir selbst Gedanken zu machen oder zu erklären, warum diese Idee dumm war, weil es war so offensichtlich, dass es eine verrückte Idee ist. I was the kind of person who was afraid of making the sign of the cross in a restaurant. Weil ich war die Art von Person, die Angst davor hat, im Restaurant das Kreuzzeichen zu machen. And I felt so many times the complete incapacity to speak about God to my friends. Und so oft fühlte ich mich völlig unfähig, meinen Freunden von Gott zu erzählen. So the idea of talking about God in public was completely crazy. Also die Idee in der Öffentlichkeit von Gott zu berichten und zu erzählen, das war völlig verrückt. At the same time, I was working for maybe 25 years doing TV programs or films for the market, for the general audience. Aber gleichzeitig habe ich einfach für den öffentlichen Markt, für das generelle Publikum 25 Jahre lang Fernsehshows, Serien und Filme gemacht. And I did all kind of formats. Und ich habe alle verschiedenen Formate gemacht. Starting with news programs, documentaries. Ich habe Nachrichten gemacht, Dokumentationen. Musical programs. Ich habe auch Musikprogramme geleitet, Musikshows. Programs for children. Kinderprogramm. Cartoons. Zeichentrick. Reality shows. I made a program on economy. Ich habe auch ein Programm über Wirtschaft geleitet. Many fiction comedies and how do you say, TV series, comics. Ich habe viele Spielfilme gemacht, Komödien und Fernsehserien. And in all those formats, the scope was always the same one. Und bei all diesen Formaten war das Ziel immer dasselbe. First to myself, to enjoy it. Zuerst für mich selbst, dass ich Spaß daran habe. To have fun. Dass ich Spaß habe. And thinking in the rest of the people, the audience. Und wenn ich dann an die anderen dachte, also an das Publikum, to make them have a nice time. Dann war es das Wichtigste, dass sie sich durch meine Programme vergnügen konnten, dass sie eine gute Zeit hatten. With a very, very, how can I say that? Slavery on the audiences, una esclavitud de las audiencias. Und das war wie eine Sklaverei. Ich war gefangen vom Publikum, von dem Gedanken an das Publikum. Every single day. If you have audience, you have work. If you don't have audience, you go tomorrow. Und das war jeden Tag dasselbe. Wenn du das Publikum fesseln kannst, dann hast du Arbeit. Wenn du kein Publikum hast, kannst du morgen deine Sachen packen und gehen. And that was like this for 25 years. Und so ging es mir 25 Jahre. So the idea of talking about God through my work was crazy. Also diese Idee, über Gott zu sprechen in meiner Arbeit, war wie völlig verrückt. Because of many topics. Wegen vieler Themen.
I understand the topic as something which has some part of truth, but some false parts. No? Also wegen vieler Themenbereiche oder auch wegen auch Teile, die man immer wieder verwenden kann in verschiedenen Themen. Und diese Teile, die setzen sich immer zusammen aus ein bisschen Wahrheit und ein bisschen Fiktion. So the first topic was, this is not interesting for the audience. Und also sagte ich mir, das ist nicht interessant für das Publikum. Dieses Thema ist nicht interessant für das Publikum. People won't watch this. Die Leute werden sich das nicht ansehen. That's why you don't find many programs on TV talking about God, because it has no audience. Und deswegen gibt es auch nicht viele Fernsehprogramme über Gott, weil das Publikum nicht anzieht. This is completely false. Und das ist eigentlich total falsch. I don't know if you have ever heard this story of. I think they tell it in the business schools. Ich weiß nicht, ob ihr jemals von dieser Geschichte gehört habt. Ich denke, das wird unterrichtet an den Wirtschaftsschulen. There was a shoemaker Es gab einmal einen Schuhmacher. who sent to Africa Also es gab einen Schuhfabrikanten, der schickte einen Handelsmann nach Afrika, to make a research to see if there is a market for our shoes. ihn nachforschen zu lassen, ob es dort am Markt Platz gibt für seine Schuhe, ob es eine Nachfrage gibt. And after some time, this commercial person make a call saying, "Boss, Und nach einiger Zeit rief dieser Handelsmann seinen Chef an und sagte, we are not going to sell any shoe here." wir werden hier überhaupt keine Schuhe verkaufen. Why? Und da fragte der Chef, warum? Because nobody uses shoes. Weil niemand Schuhe benutzt. Then the boss sent a different person to Africa. Dann schickte der Chef noch einen zweiten nach Afrika. And he called back saying, "Boss, we are going to sell a lot of shoes." Und dieser zweite rief an und sagte, Chef, hier werden wir sehr viele Schuhe verkaufen. Why? Und er fragte wieder, warum? Because nobody uses shoes. Weil niemand Schuhe benutzt I think this is oder hat. very realistic if we talk about God today. Und ich denke, diese Geschichte ist sehr realistisch, sehr wirklichkeitsnahe, wenn wir heute über Gott sprechen. We can confundir. We can Wir können verwechseln. Oferta y demanda. Demand Wir and offer. können wir können Angebot und Nachfrage verwechseln. And think there is no demand, Und wir können denken, dass es keine Nachfrage gibt. but the truth is there is no offer. Aber in Wirklichkeit gibt es kein Angebot. The most important point, the only important point is, this is not our initiative. Der wichtigste Punkt ist, das ist nicht unsere Initiative. It is God's initiative. Es ist Gottes Initiative. It is He who said, "Go to the whole world and give them the good news." Er ist es, der sagte, geh in die ganze Welt hinaus und bring ihnen die gute Nachricht. It wasn't an apostle who had a beautiful idea, a wonderful idea, say, "Hey, Jesus, I have had an idea. Why don't we go all over the world and preach the things that we have learned from you?" Es war nicht ein Apostel, der sagte, Jesus, ich hatte eine großartige Idee. Warum gehen wir nicht in die ganze Welt hinaus und verkündigen diese tollen Dinge, die du uns beigebracht hast? a big I think that we should do it. Ich denke, dass wir es tun sollten. It wasn't like that. Es war aber nicht so. It was God who said, "You go to the whole world and give the good news." Es war Gott, der sagte, geht in die ganze Welt hinaus und verkündet allen das Evangelium. We were lucky that it wasn't a kind of human resources department together with Christ. Und wir hatten Glück, dass es kein Human Resources Department war. Because if you think, how to say, in a smart way, in an intelligent way, because we are very intelligent. So we put our intelligence here and say, let's do it well.
Weil wir hätten einfach unsere ganze Intelligenz da hineingesteckt und hätten gesagt, lasst uns das richtig tun. Yes, Jesus, we are going to do it. Of course we are going to do Und it, but we are going to do it well. Wir hätten gesagt, ja Jesus, natürlich, wir werden das machen, Jesus. Und wir werden es richtig machen. First of all, we need a teacher on geography. Und zuerst brauchen wir dazu einen Geografielehrer. Because the world is big and we have been years here and there, but we don't know geography, we're going to get lost. Weil die Welt ist sehr groß und wir waren vielleicht mal hier und mal dort, aber die Welt ist sehr groß und wir werden uns verirren. So take note, we need one geographer. Okay, take Also note. schreib One auf, geographer. wir brauchen ein Geografiestudium. Okay, and we need people who speak in different languages because... Und außerdem brauchen wir Leute, die verschiedene Sprachen sprechen. So, translators, we need translators. Also wir brauchen Übersetzer. Schreib auf, Übersetzer. We need money. We need money. Of course, we need money. Wir brauchen because, Geld. Natürlich brauchen wir Geld. We have to eat and we have to travel. We have to Wir sleep. müssen essen, wir müssen reisen, wir müssen schlafen. We need money. Wir brauchen Geld. To Schreib take auf, Geld. Money. What else do we need? Was brauchen wir sonst noch? We need some formation about how to speak to the people because we are fishermen, you know. Und wir brauchen eine Rhetorikausbildung, weil wir sind einfache Fischer. Wir müssen wissen, wie man mit den Leuten umgeht, wie man zu ihnen spricht. So if we are going to do it well, we need teaching on how to speak. Also wenn du willst, dass wir das wirklich gut machen, dann brauchen wir eine Rhetorikausbildung. Well, we can imagine so many good things Und wir können so viele weitere gute Dinge uns vorstellen, that we would design in order to do things well. die wir geplant hätten, um die Dinge richtig zu machen, gut zu machen. I don't know you, but I would expect Jesus to tell me as an answer, well done, my son, well done, my friend. Und ich weiß nicht, was du denkst, aber ich für meinen Teil würde denken, dass wenn ich das alles so mache, dass Jesus dann zu mir sagen müsste, wow, super, das hast du aber gut gemacht, mein Freund. Because you not only want to do it, but want to do it well. Weil du willst es nicht nur irgendwie machen, du möchtest es richtig gut machen. But this is not his answer. Aber die Antwort von Jesus ist nicht diese. His answer is like Nike, just do it. Seine Antwort ist, tu es einfach nur. Without thinking too much. Weil du sollst nicht zu viel denken. The only thing you need is my grace. Das Einzige, was du brauchst, ist meine Gnade. If you rely on my power, Wenn du abhängig bist von meiner Kraft, you will see miracles. dann wirst du Wunder sehen. You will see conversions. Du wirst Bekehrungen sehen. If you relied on your business plan, Wenn du an deinem Businessplan festhältst, maybe you will have success. dann wirst du vielleicht Erfolg haben. And then I will tell you, Und dann werde ich zu dir sagen, you already have received your reward. du hast deinen Lohn schon erhalten. I'm not looking for success, Ich suche nicht den Erfolg. for the world's success. Ich suche nicht den Erfolg der Welt. I will make you fishermen of men. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Fishermen of men, yes. And the tools Und die Werkzeuge, that I need die ich brauche, to conquer souls, to conquer hearts, um Herzen zu erobern, um Seelen zu erobern, are not the tools of your intelligence das sind nicht die Werkzeuge deiner Intelligenz or your money oder dein Geld or your geographer. oder dein Geografiestudium. The only thing I need is your faith in me. Das Einzige, was ich brauche, ist, dass du an mich glaubst. Don't care about the means, you will have all the means you need. The means, los medios. Kümmere dich nicht um die Mittel und um das Geld, das wir zur Verfügung haben. Wir werden alle Mittel haben, die du brauchst. We feel efficient when we do a lot of things. Wir fühlen uns effizient, wenn wir viele Dinge tun. When we have meetings with experts. Wenn wir Meetings haben mit Experten. When we study. Wenn wir studieren. When we work hard. Wenn wir hart arbeiten. When we go to bed, feeling, I'm done. I have worked a lot.
ins Bett gehen und sagen können, ich bin fertig, denn ich habe so viel gearbeitet. And we feel as a wasting of time when I'm doing nothing but trying to know God's will for me today. Und wir denken, dass wir unsere Zeit total verlieren, wenn wir nichts tun, außer dem Versuch herauszufinden, was Gott heute für mein Leben geplant hat. But it is the greatest investment of all. Aber es ist die beste Investition von allen. What do you want me to do today? Was möchtest du, dass ich heute tue? And he will show us. Und er wird es uns zeigen. On a daily basis, day by day, step after step, you have to do this, you have to do this, you have to do this. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. And only doing these little things that we know how to do it. I always think that God never asked us to do the impossible things. Und wenn wir einfach diese kleinen Dinge tun, Schritt für Schritt, von denen wir wissen, wie wir sie tun können, But to do very easy things. weil Gott verlangt nie von uns, dass wir Dinge tun, Even things that we enjoy. die wir nicht können, sondern er verlangt kleine Dinge von uns. Dinge, die uns auch Freude machen. If you're a fisherman, he tells you, throw the net on the right side. Und wenn du Fischer bist, dann sagt er zu dir, wirf das Netz auf der rechten Seite aus. Don't think too much, just do it. Denk nicht zu viel drüber nach, tu es einfach. Because if you're an expert, you will say, Jesus, I love you so much. You know a lot of things about heaven, but you know nothing about fishing. Denn wenn du ein Expert bist, dann wirst du sagen, Jesus, ich liebe dich unheimlich und du weißt so viele Dinge über den Himmel, aber du verstehst überhaupt nichts vom Fischen. I want to catch fish, but I know how to do it. Let's do it well. Ich möchte fischen und ich weiß, wie das geht. Lass es uns gut machen. Or he tells us, go and fill with water las jarras, ¿cómo se dice? Las tinajas, ¿no? En Cana. Oder er sagt zu uns, geh und füll diese Krüge mit Wasser. No, sorry, Jesus. No, the problem is we don't have wine. We are plenty of water, so it has no sense to fill with water. Just do it. Nein, Jesus, entschuldige wirklich. Aber unser Problem ist, dass wir keinen Wein haben. Wir brauchen keinen. Aber Jesus sagt, denk nicht darüber nach. Füll die Krüge einfach mit Wasser. Well, we can go on, go forth with a lot of examples. But So können wir mit vielen Beispielen weitermachen. sorry if you expected from me technical or very professional advice. Entschuldigung, wenn ihr von mir sehr technische und professionelle Ratschläge erwartet habt. I don't trust that. Ich vertraue nicht darauf. At the same time, I understand God has used me with my experience, of course. Aber ich verstehe gleichzeitig, dass Gott mich auch mit all meinen Erfahrungen benutzt hat. Natürlich. But at the same time, I am witness of how he is using people in many countries with no experience at all. Aber gleichzeitig bin ich auch Zeuge dafür, wie er überall auf dem Erdenrund viele Menschen benutzt, die überhaupt keine Erfahrung haben. I spent some time, I would say 1 year, trying to do things well at the beginning. Ich habe einige Zeit damit vergeudet, ich würde sagen ungefähr 1 Jahr, die Dinge wirklich gut zu machen. I was trying to find good people. Ich wollte gute Leute finden. I was trying to find experts, Ich wollte Experten finden. and I didn't find them. Und ich konnte sie nicht finden. Everybody said, well, yes, this is a very beautiful project. This is a very good project. I love your project. Und jeder sagte, wow, das ist ein super Projekt, wow, das ist ein gutes Projekt, ich liebe dein Projekt. We have to think of it. Wir müssen darüber nachdenken. Let's have a meeting next week with a friend of mine who is an expert. Lass uns nächste Woche ein Meeting machen, gemeinsam mit einem Freund von mir, der ein Experte ist. I was happy. Oh, he likes the project and he has an expert, a friend who is an expert. Oh, perfect. Ich war glücklich. Wow, er mag mein Projekt und er hat einen Freund, der ein Experte ist. Super. A week later, the meeting with the expert, and the expert says,
Und dann hatten wir später dieses Treffen mit dem Experten und der Experte sagte, this is very important, this is very beautiful, we have to do it, but we have to do it well. das ist sehr wichtig, das ist sehr schön, das ist sehr großartig. Wir müssen das machen, aber wir müssen es gut machen. Why don't we meet with this person next week? Warum treffen wir uns nicht mit noch einer Person nächste Woche? So during a year I had a lot of meetings with more experts and experts and experts. Also hatte ich ein Jahr lang immer noch mehr Meetings mit mehr Experten und mehr Experten und mehr They were Experten. studying the market, the television market, the cinema market. Studierten die Situation am Fernsehmarkt. And one day I found in the Bible this question. Und eines Tages fand ich in der Bibel diese Frage, Cuando el Hijo de Dios vuelva sobre la tierra, wenn der Menschensohn auf die Erde zurückkehren wird, ¿encontrará fe en la tierra? wird er dann auf der Erde noch Glauben vorfinden? Y yo le contesté, no, encontrarás a gente reunida. Und ich habe gesagt, nein, aber du wirst viele Leute finden, die Meetings abhalten. So I was one day I was really angry. I was upset. Und eines Tages war ich wirklich ärgerlich, ich war wirklich sauer. And I said, Lord, I need an army of crazy people. Und ich sagte, Herr, ich brauche eine ganze Armee von verrückten Leuten. Porque con la gente sensata no consigo avanzar. Weil mit den intelligenten Menschen, mit den normalen Menschen komme ich nicht vorwärts. So I think our work, our job is very easy. Also denke ich, dass unsere Arbeit sehr, sehr einfach ist. And we shouldn't complicate it. Und wir müssen sie überhaupt nicht komplizieren. Just open the window and show. I understand the window was the camera. Open your camera Mach einfach das Fenster auf und zeige die Schönheit. and put it in front of this beautiness. Und für mich ist dieses Fenster die Kamera. Ich mache die Kamera an und stelle sie vor diese Schönheit. The beautiness that I look for to find, that I want to find and want Diese to show Schönheit, die ich zeigen möchte, is the personal encounter between God and one person. ist das persönliche Treffen, die persönliche Begegnung zwischen Gott und einem Menschen. You put the camera in front of a person who has met God. Du stellst die Kamera vor eine Person, die Gott begegnet ist. And push the button of rec. Und du drückst den Aufnahmeknopf. And then ask whatever question. Und dann stell welche Frage dir auch immer in den Sinn kommt. How are you? Wie geht es dir? What has happened to you? Was ist dir passiert? Is that right? Ist das wahr? Oh, I don't believe you. Oh, das glaube ich dir nicht. Amazing. Oh, super. And God will come out through this person. Und Gott wird aus dieser Person hervorsprudeln. And whoever watches this spectacle Und wer auch immer dieses Spektakel beobachtet oder ansieht, including those who think, no, there is no God, I don't need this is all nonsense. sogar jene, die denken, dass es keinen Gott gibt und die sagen, ich brauche das alles nicht, das ist alles Unsinn. Sooner or later they will think, I want this. Früher oder später werden sie denken, ich will das. I don't know what it is. Ich weiß nicht, was es ist. I don't know what this person eats or drinks. Ich weiß nicht, was diese Person isst oder trinkt. I want it. Aber ich möchte das. This is God. Und das ist Gott. That's it. Und das ist alles. If you ask questions. This is right, this is beautiful, but we need to use a camera. Das stimmt und das ist wunderschön, aber wir brauchen eine Kamera dazu. And we need to use Facebook or Twitter. Und wir or brauchen Facebook und Twitter. we need to design a poster. Und wir müssen ein Plakat entwerfen. We need to use many technical stuff. Und wir brauchen sehr viele technische Geräte. This is not so simple. Das ist nicht so einfach. And the answer is, of course, we have to use all this stuff. Und das stimmt, wir müssen alle diese Dinge benutzen.
but without fear. aber ohne Angst. Sometimes we touch things as dangerous things. Oh, this is a telephone. Be careful with the telephone. This is a camera. It's a camera, very expensive camera. Oh, we are going to talk through internet. Oh, the poster. The poster is very important. So we touch things with fear. Manchmal greifen wir die Dinge mit Angst an und wir sagen, oh, so eine teure Kamera, oh, ein Telefon, pass auf, oh, das Plakat. Und wir greifen die Dinge mit Angst an. Will I do it well? Werde ich das gut machen? Maybe he does better than me. Vielleicht kann derjenige das besser als I need an expert. Ich brauche einen Experten. I need a meeting. Ich brauche ein Meeting. I need to study. Ich muss studieren. My advice is, we should use things as children use things, with no respect. Mein Ratschlag ist, wir sollten die Dinge benutzen, so wie Kinder sie benutzen. Give a Ohne paper Respekt. and some pencils to a kid. Gib einem Kind Papier und Buntstifte. Maybe they will hold the pencil like this. Vielleicht halten sie den Buntstift so. And then they bite it. Und vielleicht beißen sie dann rein. And they will throw it, they will lose it. Und dann werfen sie es vielleicht auf den Boden. They are tools Aber das sind nur Werkzeuge, to be destroyed. die man kaputt machen The kann. tool has to die. Weil das Werkzeug muss eben sterben. The only important thing is not the tool, it's the paper. Das Wichtige ist nicht das Werkzeug, sondern das Papier. So I think we have to play with the cameras, with the lights, with the microphones. We have to play, really to play with them. Mit den Kameras, mit den Lichtern, mit allem wirklich einfach spielen. When you learn how to write, Und wenn du lernst, wie man schreibt, you are very, very, very tense at the beginning. dann bist du sehr angespannt. Und Because you can make a lot of mistakes, grammar mistakes. denn du kannst viele Fehler machen, viele Grammatikfehler. Or this is a V or a B. Ist das jetzt ein Vogel V oder ist es jetzt ein E? With accent or without accent. Ist das jetzt mit Akzent oder ohne Akzent? So you feel examined. Also du fühlst No? dich irgendwie beobachtet. So you are very careful with what you write. Also bist du sehr vorsichtig Because damit, was du schreibst. Maybe you write wrong. Denn vielleicht schreibst du etwas Falsches. At the end, the problem is that you have written so well, Am Ende ist das Problem, dass du so schön geschrieben hast. beautiful letters, Es sind wunderschöne Buchstaben. no, sin faltas de ortografía. Und da sind überhaupt keine Rechtschreibfehler drin. But the question is, Aber die Frage ist, ¿qué has escrito? was hast du geschrieben? Don't tell me about your means. If you use a pencil or a pen, I don't care about that. Erzähl mir nicht von deinen Werkzeugen. Ob du eine Füllfeder benutzt oder einen Bleistift. Mir völlig egal. I don't even care if you have written with mistakes. No problem. Es ist mir nicht einmal wichtig, ob du mit Fehlern geschrieben hast oder nicht. Das ist überhaupt kein Problem. The only important question is, what have you written? Die einzige wichtige Frage ist, was hast du geschrieben? And if you have written, for example, I love you, Daddy, Und wenn du geschrieben hast, ich liebe dich, Papa, ich hab dich lieb, Papa. and you spell love with L-O-B-E, Und du schreibst Liebe ohne langem I. and Daddy, D-H-A-D-Y, Und du schreibst Papa mit 2 P. Daddy will love it. Papa wird es noch immer total super finden. And he could say, wow, this is the most wonderful writing in history. Und er könnte sagen, wow, das ist in der ganzen Geschichte This is das a Beste, poem. was je geschrieben wurde. Das ist ein Gedicht. Daddy doesn't tell you, you know what? Yes, you love me very much, but please next time, without any mistake. Daddy is with D-A-D-I. Dein Papa sagt nicht, das ist ein wunderbares Geschenk, aber bitte das nächste Mal ohne Rechtschreibfehler. Und Liebe schreibt man mit I. Papa, hast du auch falsch geschrieben? Of course, the kid do his best, Denn das Kind tut sein Bestes. but the daddy doesn't care if he has mistakes. Und den Vater kümmert das nicht, ob es Rechtschreibfehler gibt oder nicht. What he sees in the paper is the love with which he has written that paper. Denn was wichtig ist an diesem Papier und an diesem Satz, ist die Liebe, mit dem dieser Satz geschrieben wurde. So he puts the paper in the best place of the house. Also hängt er den Satz auf am besten Platz des Hauses.
And if you want to buy that paper, there is no price for that paper. Und No. dieses Papier ist unbezahlbar. If you offer him a Van Gogh picture, originally Van Gogh, no. Wenn du ihm einen originalen Van Gogh I prefer the painting of my daughter. anbietest, dann sagt er, nein, Then ich habe lieber das Bild von meiner Tochter. it was made for me. Denn es wurde für mich gemacht. God is like this. Gott ist so. The only thing that he cares of is, have you done it with love for me? Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist, dass ich es mit Liebe für ihn gemacht habe. Okay, then I will put it in the best place. Und wenn wir es mit Liebe machen, dann hängt er es am besten Platz I auf. will show it to everyone. Listen, my son has Ich done werde es this. jedem zeigen. Ich werde sagen, mein Sohn hat das gemacht. He will illuminate it. He will Und er take wird care of einen it. Spot aufhängen. He will even make it appear as a better picture. Und er wird dafür sorgen, dass es noch schöner aussieht, als es eigentlich schon ist.